Dieses fancy Kacheldesign wollen wir in unserer Android-App haben. So sieht sie dort aktuell noch aus. Nicht so fancy. Wie und wo fangen wir denn nun am besten mit unserer Designumsetzung an? Wir folgen dafür dem Typo Layout Fancy Prinzip. Dieses Prinzip funktioniert garantiert immer für jedes Design und jedes UI-Framework. Schaut das Video bis zum Ende an, um auch alle 3 Phasen in Aktion zu erleben. Wir beginnen mit der Typografie unseres Designs. Das vorliegende Design ist, was die Typografie angeht, recht simpel. Überall wird der gleiche Font verwendet. Wir haben nur unterschiedliche Gewichtungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Dadurch können wir unsere Fonts in einer gemeinsamen Font Family definieren, damit wir diese für das weitere Styling leichter nutzen können. Bei den individuellen Textstyles wird es da schon wieder etwas spezifischer. Es existieren beispielsweise unterschiedliche Abstände zwischen den einzelnen Buchstaben. Alle unsere Typografieanteile definieren wir in dem UI.ThemePackage. Dieses UI.ThemePackage ist die zentrale Ablagestelle für all unsere Styles. Im letzten Video haben wir die einzelnen Bestandteile unserer Produktkachel zum Glück schon angelegt. Jetzt fügen wir unsere Textstyles den einzelnen Composable hinzu. Ihr seht, dass wir hier ziemlich exzessiv mit der Copy-Methode in dem Textstyle rumwerkeln. Der Code wirkt dadurch ganz schön aufgebläht. Das sollten wir definitiv in einem späteren Refactoring nochmal auslagern. Viel wichtiger ist aber erstmal das Zwischenergebnis. Unsere Texte sehen nun genauso aus wie in der Designvorlage. Man könnte denken, damit haben wir jetzt noch nicht wirklich viel erreicht. Täuscht euch da mal nicht. Die passenden Schriftarten, Größen und Farben stellen immer den ersten markanten Wiedererkennungswert eines jeden Designs dar. Sie sind gleichzeitig auch die einfachsten in der Umsetzung und darum beginnen wir immer mit der Typografie. Hat dir das Video bisher gefallen? Dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um das nächste Video nicht zu verpassen. Als nächstes gehen wir über zum Layouting. Jetzt geht es darum, die Größen und Abstände der einzelnen Elemente in unserem Design zu analysieren und auch zu verstehen. Hier entstehen häufig erste Konflikte zwischen der Designvorlage und der Technik. Der Designer kann in seinem Design Wünsch dir was spielen, während wir Entwickler uns immer an vordefinierte Regeln halten müssen. Der Designer ist der Meinung, dass 2 Kacheln nebeneinander eine unterschiedliche Höhe haben dürfen. Warum? Aus dem Design ist kein offensichtlicher Grund dafür erkennbar. Es fällt auch auf, dass die enthaltenen Produktbilder keine einheitlichen Größen und Abstände zu den Rändern haben. Auch die Abstände zwischen einzelnen Elementen sind, sagen wir mal, ziemlich individuell dimensioniert. Beim genauen Hinsehen kommt der Verdacht auf, dass hier einiges frei Schnauze designt wurde, einfach damit es am Ende gut aussieht. Da sich für uns keine eindeutigen Regeln ableiten lassen, müssen wir zum äußersten Mittel greifen. Wir müssen Annahmen treffen. Wir sollten uns im Anschluss immer unbedingt mit dem Designer über unsere getroffenen Annahmen austauschen. Sind wir der gleichen Meinung? Haben wir etwas übersehen? Gibt es noch mehr Regeln, die bisher nur im Unterbewusstsein des Designers existieren? Zum Definieren der Regeln machen wir uns die Android Studio Preview zunutze. In einen zusätzlichen Preview-Parameter packen wir all unsere Produktausprägungen als eigenen Sample-Parameter ein. Dadurch stellen wir deren optische Ausprägung spielend leicht nebeneinander dar. So fällt uns schnell auf, ob wir uns auch praktikable Regeln überlegt haben. Das Vorgehen für das Basic Layouting ist ziemlich schnell erklärt. Wir gehen in unser Figma-Design. Hier in dem Fall brauchen wir zum Beispiel die Höhe von der Kachel. Und genau diese Höhe fügen wir unserer Kachel dann hinzu. Hier zum Beispiel haben wir den Text in unserem Design. Er hat einen horizontalen Abstand von 18
Pixeln zur linken Seite und wir nehmen jetzt an, den soll er auch zur rechten Seite immer haben. Und genauso schreiben wir das auch in unserem Layout hin. Beim Produktimage haben wir vorhin schon gemerkt, da lässt sich keine so eindeutige Regel ableiten. Darum haben wir uns jetzt hier etwas überlegt, das für alle Bilder größtenteils passen soll. Ich würde sagen, das sieht für den Moment akzeptabel aus. Wir haben jetzt für all unsere Elemente unsere Layout-Informationen hinzugefügt. Aber wir haben jetzt ein einheitliches Kacheldesign geschaffen, das für unsere bekannten Produktvarianten erstmal funktioniert. Nun kommen wir zur letzten und auch entscheidenden Phase. Die Fancy-Phase. Je mehr Liebe zum Detail der Designer eingebracht hat, desto mehr Schweiß fließt auch bei uns Entwicklern, um das Design wirklich detailgetreu umzusetzen. Das macht aber auch nichts. Wir Entwickler wollen ja auch herausgefordert werden und wollen tolle und anspruchsvolle Designs umsetzen und nicht irgendein 0815-Design von der Stange. Die erste spannende Herausforderung stellt tatsächlich schon die Form unserer Kachel dar. Sieht aus wie ein Trapez. Dafür gibt es in Jetpack Compose erstmal nichts Fertiges, das wir out of the box verwenden können. Einfach weglassen können wir diese Form allerdings nicht. Denn sie stellt einen klaren Eyecatcher der gesamten App dar. Wir müssen also kreativ werden. Nach einigen Suchen bin ich dann tatsächlich auch auf etwas gestoßen, mit denen wir unsere Shapes in Compose sehr fein granular gestalten können. Mit den zusätzlichen APIs können wir zielgerichtet die einzelnen Vertices und Radi unserer Shape kontrollieren. Zugegeben, ich habe noch gar nicht 100% umrissen, was diese Library eigentlich alles kann. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr euch in Zukunft mal ein Deep Dive Video zu genau diesem Thema wünschen würdet. Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wir sind sehr nah an unser tatsächliches Zieldesign herangekommen. Ganz sicher, ob wir hier jetzt die richtigen Größen und Dimensionen erwischt haben, bin ich mir allerdings noch nicht. In Figma habe ich auch keinen genauen Wert gefunden, um den Versatz dieser Ecken hier auszulesen. Vielleicht bin ich auch einfach nur doof und habe irgendwas übersehen. Jetzt, wo wir das richtige Shape haben, können wir unsere Kachel auch endlich weiter dekorieren. Dazu fügen wir unseren Modifier-Ketten noch einen zusätzlichen Border und einen Background hinzu. Wenn wir uns das Figma-Design genauer ansehen, erkennen wir, dass dort jeweils Gradienten verwendet werden. Der Verlauf geht von oben nach unten, also Brush.Vertical Gradient. Die richtigen Farben und Alpha-Werte schnappen wir uns einfach aus dem Figma-Design. Unser Zwischenstand sieht schon gar nicht schlecht aus. Ein feines Detail gibt es aber noch. Die Kacheln haben einen sogenannten Drop Shadow. Hier prallen jetzt abermals unsere beiden Welten aufeinander. Denn das mit den Schatten in Android, das ist so eine Sache. Der Designer in Figma kann beliebig viele Schatten von unterschiedlichen Lichtquellen definieren, während Android halt nur genau eine Lichtquelle für seine Schattenberechnung kennt. Hier braucht es leider einen Kompromiss. Und zwar nehmen wir erstmal das, was Android uns überhaupt anbietet hierfür. Und das ist der Shadow Modifier mit einer fixen Elevation. Bis wir mit dem Designer diesbezüglich eine Einigung erreicht haben, muss das erstmal ausreichen. Unser Design sieht jetzt schon fast fertig aus, aber eben nur fast. Was uns noch fehlt, ist die Einfärbung unseres Fav-Icons. Auch hier sehen wir im Figma-Design einen Gradienten, der für die Einfärbung des Icons verwendet wird. Unser Icon Composable akzeptiert aber nur genau einen Farbwert und keinen Gradienten. Also wieder ein Problemchen, bei dem wir etwas kreativer werden müssen.
Nach ein wenig Recherche bin ich aber auch hierfür auf eine Lösung gestoßen. Durch die Kombination von einem zusätzlichen Graphics Layer, einem Draw with Cache Modifier und dem Setzen des richtigen Blend Modes kommen wir schließlich auf das gewünschte Ergebnis. Ich gebe zu, auch hier habe ich noch nicht hundertprozentig umrissen, was da eigentlich im Hintergrund abgeht. Das müssen wir uns in Zukunft definitiv nochmal im Detail anschauen. Das Ergebnis sieht auf jeden Fall gut aus. Zum krönenden Abschluss unserer Design-Umsetzung brauchen wir jetzt noch ein Variantenhandling. Eurem geschulten Auge ist sicherlich aufgefallen, dass Fav-Icon und Kachelhintergrund anders eingefärbt sind, je nachdem, ob die Kachel als Favorit markiert wurde oder nicht. Und um das umzusetzen, lagern wir in dem Zuge auch mal unsere Modifier in eigene Modifier-Extension-Funktionen aus. Dieser übergeben wir dann den isMarkedAsModify-Parameter. Basierend auf diesem Wert wählen wir uns dann einfach die gewünschten Gradientenfarben für unseren Verlauf aus. Ein Farbset für favorisiert, eins für den Normalfall. Diese neuen Modifier-Funktionen verwende ich dann für mein Produktimage sowie für mein Fav-Icon. Der nette Nebeneffekt ist, dadurch habe ich diese ganze Unterscheidung rausgezogen und wenn sich mal was ändert an den Farbwerten, ja, dann ändere ich es halt in der Funktion und muss das nicht irgendwo in meinem Composable erstmal wieder finden. In unserer Preview haben wir die Änderungen auch schon nachgezogen und sehen hier jetzt nun das Resultat unserer harten Arbeit. Ich hoffe, ihr habt heute gelernt, wie man sich mit Hilfe des Typo Layout Fancy Prinzips Stück für Stück einer Design-Umsetzung in der App annähern kann. Vielleicht waren auch ein paar neue Jetpack Compose APIs dabei, die ihr bisher noch nicht kanntet. Wenn ihr noch mehr lernen möchtet, schaut euch doch dieses Video hier als nächstes an.